Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Flight Report. Wir sind in Hongkong und heute fliegen wir mit Royal Jordanian in der Business Class. Wir versuchen es nochmal. Mal schauen, wie sie diesmal sind. So, das ging ruckzuck. Jetzt sind wir drin hier im Sicherheitsbereich des Hongkong Airport. Unser Gate ist 41 und wir versuchen mal in die beste First Class Lounge der Welt zu kommen. Die ist nämlich hier in Hongkong. Die ist in der Nähe unseres Gates, was für Glück. Und weil wir Emerald sind, das ist der höchste Status bei British Airways, dürfen wir dort reingehen. Was ein Status ist, was die Vorzüge sind und wie ihr da rankommt. Am besten mal auf das i drücken, dann kommt ihr zu unserem Kanal. Wir haben unsere Travel Hacks, da findet ihr alles weitere über dieses Thema. Please hold the handrail during the whole. Dankeschön. Und jetzt sind wir hier in der Cathay Pacific First Class Lounge, The Pier, eine unserer, oder wenn nicht sogar die Lieblingslounge von uns, weil man hier relativ privat ist. Es ist nicht so viel los. Man bekommt hier einen leckeren Champagner mit Blick aufs Rollfeld. Man hat einen Ruhe-Schlafbereich, Duschen hat man und einen Fine-Dining-Bereich, wo man richtig leckere Speisen bekommen kann. Aber wir sind so voll, wir können nichts mehr essen heute. Wir fliegen jetzt gleich mit Royal Jordanian nach Bangkok und da wird es auch nicht so viel geben, es sei denn, sie haben ihr Konzept geändert. Das ist das, was Dominik ja meinte. Am letzten Flug gab es nämlich nur kaltes Essen. Mal gucken, wie es jetzt ist. Wir sind schon gefühlt 2 Tage unterwegs und dann ist mal so eine Dusche nötig, kann ich nicht sagen. Wobei haben wir in San Francisco übernachtet, haben doch da geduscht. Aber wir sind schon wieder 15, 16 Stunden unterwegs. Ja, das ist nötig. Oh, thank you. Ja, und das sind die Duschen hier. In der Cathay Pacific First Class Lounge. So. Sieht gut aus. So eine kleine Regenwasser- oder Regenwaldwasserdusche, wie auch immer man sie nennen mag. Und da gehe ich erstmal rein. So schnell kann es gehen. Frisch geduscht, Zähne geputzt und jetzt kann es zurück in die Lounge zum Essen oder zum Trinken, je nachdem. Und genau das meinte ich nämlich vorhin. Hier gibt es einen Schlafbereich. Diesen hier kann man zuziehen, schlafen oder sich ausruhen und dabei aufs Rollfeld gucken. Toll, jetzt da steht gerade eine China Airlines 777, die sind wir auch schon geflogen, damals von Frankfurt nach Taipei, über 12 Stunden lang. Richtig toller Flug gewesen. Also China Airlines kann ich euch empfehlen. Am besten guckt euch das Video auch nochmal an. Und gleich daneben steht wie immer eine Emirates-Maschine. Egal an welchem Flughafen man ist in der Welt, man sieht immer eine Emirates-Maschine. Geht mir zumindest so, wie es bei euch.
das Hintergrundbild online stellen, damit die Leute es runterladen können. Ja, beim letzten Flug haben wir ein richtig tolles Bild geschossen. Natürlich von der Turbine bei der Landung mit tollem Licht. Und das möchten die Leute für Instagram nochmal als Ganzes, als pures Bild haben, damit sie es als Wallpaper oder halt als Hintergrundbild verwenden können. Folgt ihr uns schon auf Instagram oder auf Facebook? Auf Instagram in der Story zum Beispiel sind wir immer sehr aktuell. Das heißt, ihr könnt uns live auf unseren Reisen verfolgen. Am besten guckt ihr gleich mal vorbei auf unserem Instagram-Account unten in der Videobeschreibung. Die Story habe ich übrigens schön mit dem Osmo Pocket gemacht. Ging noch ein bisschen daneben, weil er will nicht so, wie ich das will, aber also folgt uns auf Instagram, da ist die Story dann hochkant. Genau. So, jetzt geht's ab zum Gate 41. Bisschen laufen müssen wir, Boarding ist in 5 Minuten, aber wir müssen noch nicht mal die ersten sein. In diesem Fall. Und das ist die Royal Jordanian Business Class hier im Dreamliner, aber das ist die kleinere Version, das ist 787-8. Aber trotzdem ist hier eine Business Class in einer 2-2-2-Bestuhlung in 4 Reihen eingebaut. Und es pustet hier ein bisschen. Ein bisschen aber Champagner oder Wein und so weiter gibt es erst nach dem Start. Deswegen gibt es erstmal hier einen Orangensaft und Dominik hat einen Apfelsaft. Cheers! Hier hinter mir ist dann die Steckdose und auch ein USB-Anschluss, obwohl das auch hier die Kopfhörer brauche ich aber erstmal nicht. Links neben mir ist die Bedienung für den Sitz. Es ist ein flaches Bett, was es hier gibt, aber wie lang und wie groß, das zeige ich euch später oder ich blende es euch gleich mal ein. Wir sind nämlich nur 3 Stunden auf dem Weg nach Bangkok und da wird es nicht so viel Zeit geben, sich hier flach zu machen. Mal gucken. Flach zu machen. Könnte auch sein, dass es hier relativ schnell dunkel wird oder auch nicht. Wir werden es sehen. Wir sind sehr überrascht, beziehungsweise wir lassen uns überraschen von Royal Jordanian, weil wir im letzten Flug nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Wir werden es sehen. Thank you very much. Und klar, wenn man fragt, gibt es auch Champagne. Aber vergessen zu fragen, haben wir nachgeholt, weil alle anderen auch gefragt haben. Und am Boden hier in Hongkong gibt es bei Royal Jordanian auch Champagne. Cheers. Ja, gleich beim Ankommen gibt es die ziemlich flauschige, dicke Decke und ein großes, sehr weiches Kissen. Alles ausgepackt, nicht in einer Plastikfolie. Die Kopfhörer. Ich habe meine eigenen, trotzdem packen wir sie mal kurz aus. Inklusive Hygiene, Überziehen, Noise Cancellation. Immigration card for Bangkok? Yes, please. Oh ja, It's here. Thank you. And to Thank you. Oh, das ist gut.
gut. Es gibt nur was zu trinken, das finde ich gut. Also Taitinger, da bin ich schon mal bei euch hier. Royal Jordanian. Ach, die haben aber viele Weine aus dem Jordan. Finde ich gut, finde ich super. Also jeweils einen Weißwein, einen Rotwein aus dem Jordan, einen aus Frankreich und einen Rotwein aus Chile. Also interessant. Jetzt fehlt nur noch das Essen, aber das ist sehr nett, dass sie gleich mit dem Trinken zuerst ankommen. Finde ich sehr spannend, ja, dass es hier nur eine Weinkarte gibt und nichts zu essen. Thank you. Und der arabische Kaffee, der gehört halt nochmal dazu. Royal Jordanien fliegt diesen Flug übrigens als Fifth Freedom Flight. Das heißt, man fliegt von A nach C über B. Ne? Also A und B, das wäre jetzt in diesem Fall Hongkong, Bangkok, ist dann der Fifth Freedom Flight und eigentlich fliegt man von Hongkong nach Amman. Das ist die eigentliche Strecke. So, das ist ein bisschen kompliziert, aber dafür kann man relativ günstig diesen Flug buchen von Hongkong nach Bangkok oder Bangkok nach Hongkong. Ziemlich günstig im Fall von 400 Euro, manchmal auch nur 250 Euro in der Business Class, One Way. Also lohnt sich auf jeden Fall. Bye bye. Ups. Oh, das riecht nach 4711, Das bin Kölnisch ich. Wasser. Ich habe mich eingedieselt ohne Ende mit dem Kölnisch Wasser. Aber das auch. Ja. Stimmt, das ist ja die Airline, wo es dieses Kölnisch Wasser gibt. Ach, ich erinnere mich. Es gibt zwei Waschräume hier in der 87 von Royal Jordanien. Einmal vorne beim Cockpit und einmal am Ende der Business Class. Übrigens nicht Business Class heißt, sondern Crown Class, also die Krone für Royal. Ja. Und hier, da ist es. Das ist 4711 Kölnisch Wasser. Das riecht überall hier danach. Irgendwie komisch. Und sie haben Filme auf Deutsch. Ich bin ja wirklich überrascht. Finde ich gut. Finde ich echt super. Hier auf einem Flug von Hongkong nach Bangkok. Filme auf Deutsch und zwar nicht wenig. Toll. Das sagt er auch nur, weil wir jetzt gerade 14 Stunden in einem Flugzeug gesessen haben, Hongkong Airlines. Da gab es keinen einzigen Film auf Deutsch. Thank you. Auf einem kurzen Flug wie diesem kann ich das absolut verstehen, dass man dann ein Tablett mit kalten Speisen serviert. Völlig in Ordnung. Aber wir hatten es damals nicht verstanden, dass man auch das Gleiche serviert auf einem 9-Stunden-Flug von Amman nach Bangkok. Das geht zum Beispiel gar nicht. Das hat man damals ein bisschen moniert, das fand ich nicht so gut. Mal gucken, was jetzt noch so kommt. Aber wie gesagt, damit wäre ich jetzt schon vollkommen zufrieden. Be careful, white wine. Der jordanische Sauvignon Blanc schmeckt ganz gut. Nicht so viel Säure, schöne Frucht. Doch, hätte ich nicht gedacht. Man muss mal alles probieren. Man geht hier mit den Flaschen einzeln durch die Kabine. Die erste Flasche der nennt, gehen mit den Weißweinen durch und die andere dann mit den Rotweinen. Willkommen in Suvarnabhumi, angekommen in Bangkok.
aber es ist stockdunkel. Wir konnten euch allerdings nichts zeigen von Start und Landung, aber der Semir kommt gleich. Thank you so much. Have a good rest. Yeah, thank you very much. Enjoy. Bangkok, please. So läuft das hier. Also man kommt an, man bekommt einen Voucher, damit man den Fast Track zur Einreise nach Thailand nutzen kann. Ist ganz, ganz wichtig, denn sonst sitzt man hier ewig lang an der Ausreise, zumindest an der Immigration. Ja, jetzt sind wir angekommen hier in Bangkok. Es war eigentlich unerwartet, ein recht gutes Erlebnis hier mit Royal Jordanian. Genau, kann man nicht mehr meckern. Ich würde mal sagen, damals, das war keine gute Erfahrung, 9 Stunden lang, aber jetzt hier die paar Stunden, das war gut. Sie waren sehr aufmerksam, das war sehr schön. Liegt wie immer an der Crew und jetzt muss ich die Kamera abgeben, da kommt was. So, jetzt geht's weiter und zwar eine wichtige Sache, es gibt die neuen Einreiseformulare hier für Thailand endlich und die Fast-Track-Dinger sind personalisiert. Das heißt, man kann sie nicht mehr weitergeben, wenn man sie einmal erhalten hat und jemand anderem geben möchte. Das funktioniert nicht mehr. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.